Es ist der 29. November 1987, kurz nach 17 Uhr. Hoch über der Andamanensee zieht ein Flugzeug seine Bahn. Unterwegs nach Seoul, der pulsierenden Hauptstadt Südkoreas. Im Inneren von Korean Air Flug 858 herrscht jene trügerische Gelassenheit, die man nur aus langen Flügen kennt. Die Maschine ist seit Stunden in der Luft. Der Zwischenstopp in Abu Dhabi liegt bereits hinter ihr. Bangkok ist das nächste Ziel. Nur noch eine Zwischenlandung, bevor die Reise in Südkorea ihr Ende findet. Warm getöntes Nachmittagslicht fällt durch die Fenster und taucht die Kabine in ein sanftes, goldenes Leuchten. Einige Passagiere dösen leicht in ihren Sitzen. Andere blättern in Zeitschriften oder blicken hinaus auf die Wolkendecke, die langsam in das gedämpfte Licht des frühen Abends übergeht. Das monotone Dröhnen der Triebwerke liegt wie ein Schleier über allem. Beruhigend, fast hypnotisch. Ein Geräusch, das Sicherheit verspricht. Und jede unterschwellige Unruhe erstickt. Niemand achtet auf die Tasche, die unscheinbar in einem Gepäckfach liegt. Es ist nichts Besonderes, kein Grund zweimal hinzusehen. Ein gewöhnliches Gepäckstück, so wie Dutzende andere an Bord. Doch genau darin liegt die Täuschung. Denn im Inneren dieser Tasche befindet sich ein Transistorradio und eine Flasche Whisky. Doch dieses Radio ist kein gewöhnliches Radio. Und die Flasche Whisky keine gewöhnliche Flasche Whisky. Im Inneren des Radios tickt etwas. Ein präziser gebauter Sprengsatz. Ein Zeitzünder, der unerbittlich herunterzählt. Sekunde für Sekunde. In der neben dem Radio liegenden Whiskyflasche befindet sich flüssiger Sprengstoff. Ein Gemisch, welches die explosive Kraft des Sprengsatzes im Radio noch verstärken soll. Während die Maschine ruhig weiterfliegt, läuft die Zeit ab. Unaufhaltsam und völlig lautlos. Dann, um etwa 17:05 Uhr Ortszeit, zerreißt ohne Warnung und ohne Vorzeichen eine Explosion die Stille. Innerhalb eines Augenblicks wird aus der friedlichen Kabine ein Ort der Zerstörung. Die Struktur des Flugzeugs bricht auseinander. Metall reißt, Druck entweicht. Und Korean Air Flug 858 verschwindet in Sekunden aus dem Himmel. Und vom Radar. Für die 115 Menschen an Bord gibt es keine Chance. Zurück bleibt nur ein plötzliches Verstummen. Ein Punkt auf dem Radar, der einfach verschwindet. Sofort wird bei den Fluglotsen am Boden eine Frage laut. Was ist passiert? Gab es einen technischen Defekt? Ein Unglück? Doch was sie in diesem Augenblick noch nicht wissen, die Wahrheit ist weitaus düsterer. Denn einige Zeit später wird klar, das war kein Unfall. Es war ein Anschlag. Von langer Hand geplant und präzise ausgeführt. Und die Täter waren zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr an Bord. Sie hatten das Flugzeug bereits in Abu Dhabi verlassen. Ruhig und unauffällig, wie ganz normale Passagiere. Zurück ließen sie nichts als eine scheinbar harmlose Tasche. Die Spur der Täter wird schließlich an einen Ort führen, der sich der Außenwelt fast vollständig entzieht. Ein Staat voller Geheimnisse, Abschottung und Kontrolle. Nach Nordkorea. Und zu einer Frau, deren Name später weltbekannt werden sollte. Kim Hyun-hui. Um zu verstehen, warum ein ziviles Flugzeug zum Ziel eines mutmaßlichen nordkoreanischen Anschlags wurde, muss man zunächst einen Blick auf die politischen und ideologischen Bruchlinien werfen, die die koreanische Halbinsel bis heute prägen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Niederlage Japans im Jahr 1945 wurde Korea entlang des 38. Breitengrades in 2 Besatzungszonen geteilt. Im Norden etablierte sich unter sowjetischem Einfluss ein kommunistischer Staat. Im Süden unter amerikanischem Einfluss eine kapitalistisch geprägte, autoritäre Ordnung. Aus dieser zunächst provisorischen Teilung entstanden 2 Staaten mit gegensätzlichen Systemen und einen gemeinsamen Anspruch. Sowohl Nordkorea als auch Südkorea betrachteten sich als einzig legitime Regierung für ganz Korea. Diese Spannung eskalierte 1950 im Koreakrieg, der nach 3 Jahren mit einem Waffenstillstand endete, jedoch nie mit einem Friedensvertrag. Formal befinden sich beide Staaten bis heute im Kriegszustand. Die Grenze zwischen ihnen entwickelte sich zu einer der am stärksten militarisierten Zonen der Welt.
In den folgenden Jahrzehnten war das Verhältnis geprägt von gegenseitigem Misstrauen, Propaganda und immer wieder auch von verdeckten Operationen und Gewaltakten. Während sich Südkorea insbesondere ab den 1970er und 1980er Jahren wirtschaftlich öffnete und zu einem zunehmend international vernetzten Staat entwickelte, blieb Nordkorea unter der Führung von Kim Il-sung und später Kim Jong-il stark abgeschottet. Das nordkoreanische System legitimierte sich ideologisch über den Anspruch, die Halbinsel unter eigener Führung zu vereinen, und stellte Südkorea in seiner Propaganda als fremdgesteuerten, unterdrückten Staat dar. Diese ideologische Konfrontation blieb nicht auf Worte beschränkt. Bereits in den Jahrzehnten vor dem Absturz von Flug 858 hatte Nordkorea wiederholt auf verdeckte Operationen gesetzt, darunter Attentate und Anschläge im Ausland. Beispiele dafür sind das gescheiterte Attentat auf den südkoreanischen Präsidenten im Blauen Haus 1968 oder der Bombenanschlag von Rangun 1983, bei dem mehrere südkoreanische Regierungsmitglieder getötet wurden. Solche Operationen folgten einer klaren Logik: den politischen Gegner zu destabilisieren, Unsicherheit zu erzeugen und gleichzeitig die eigene Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. In den 1980er Jahren verschärfte sich die Lage. Südkorea befand sich in politischem Wandel. Nach Jahren autoritärer Herrschaft führten Proteste 1987 zu demokratischen Reformen und freien Wahlen. Gleichzeitig bereitete sich das Land auf ein Ereignis vor, das weltweit Aufmerksamkeit erregen sollte: die Olympischen Sommerspiele von 1988 in Seoul, ein Symbol für wirtschaftlichen Erfolg und internationale Anerkennung. Für die Führung in Pjöngjang bedeutete dies eine erhebliche Herausforderung. Versuche, die Spiele gemeinsam auszurichten oder einen internationalen Boykott zu organisieren, blieben weitgehend erfolglos. Damit wuchs die Sorge, dass Südkorea durch dieses Ereignis politisch und symbolisch gestärkt würde, während Nordkorea international weiter isoliert bliebe. In dieser Situation entstand die Idee für eine Operation, die weit über einen einzelnen Gewaltakt hinausgehen sollte. Ihr Ziel war es, internationale Aufmerksamkeit zu erzwingen, gezielt Unsicherheit zu schüren und das Bild Südkoreas als sicheres und stabiles Gastgeberland nachhaltig zu erschüttern. Ein spektakulärer Anschlag versprach, Zweifel bei anderen Staaten zu wecken, Delegationen zu verunsichern und im schlimmsten Fall sogar die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu gefährden. Zugleich bot sich die Möglichkeit, die Reichweite und Schlagkraft nordkoreanischer Geheimdienste zu demonstrieren, auch weit jenseits der eigenen Landesgrenzen. Das Ziel dieses Vorhabens war bald klar: ein Flugzeug einer südkoreanischen Fluggesellschaft sollte getroffen werden. Und für die Umsetzung dieses Plans fand sich rasch eine geeignete Akteurin. Eine Frau, die nach außen unauffällig wirkte und dennoch bereit war, die Operation kompromisslos auszuführen. Ihr Name: Kim Yeon-hui. Kim Yeon-hui wird 1962 in Kaesong geboren, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Südkorea entfernt. Ihre Familie gehört zur privilegierten Schicht des Landes. Ihr Vater ist Diplomat und die Familie lebt zeitweise im Ausland, unter anderem in Kuba. Doch trotz dieser vergleichsweise privilegierten Umstände wächst Kim in einem System auf, das jeden Lebensbereich durchdringt. Von klein auf wird ihr vermittelt, dass Loyalität gegenüber dem Staat über allem steht. Die Verehrung von Kim Il-sung und die Feindbilder gegenüber der Außenwelt sind fester Bestandteil ihrer Erziehung. Schon früh zeigt Kim Fähigkeiten, die im System auffallen. Sie gilt als intelligent, diszipliniert, sprachbegabt. Als Jugendliche absolvierte sie zunächst eine Ausbildung als Schauspielerin und spielte in Nordkoreas ersten Farbfilm mit. Später schreibt sie sich an der Kim Il-sung-Universität ein und wechselt einige Zeit später an eine Fremdsprachenhochschule, wo sie sich auf Japanisch spezialisiert. Eine Entscheidung, die für ihre spätere Mission entscheidend werden wird. Parallel dazu absolviert sie eine militärische Ausbildung, die für Studierende verpflichtend ist und bereits Elemente harter Disziplin, Waffentraining und körperlicher Belastung beinhaltet. Im Alter von etwa 18 Jahren wird sie schließlich von der nordkoreanischen Arbeiterpartei gezielt ausgewählt. In einem Auswahlprozess, der sowohl ideologische Loyalität, Intelligenz als auch äußeres Erscheinungsbild berücksichtigt, muss sie ihre absolute Hingabe demonstrieren, einschließlich der Bereitschaft, für die Partei zu sterben. Diese Auswahl stellt einen Wendepunkt dar. Sie verlässt ihre Familie und wird vollständig in die Kontrolle des Staates überführt.
Sie wird aber nicht nur aus ihrem bisherigen Leben herausgelöst, sondern erhält auch eine neue Identität und verschwindet in einem abgeschotteten Ausbildungssystem des nordkoreanischen Geheimdienstes. Was folgt, ist eine jahrelange Ausbildung, die darauf ausgelegt ist, Menschen zu Werkzeugen zu formen. Kim wird in Sprachen geschult, insbesondere in Japanisch, aber auch in kultureller Anpassung. Zum Beispiel das perfekte Nachahmen einer japanischen Identität. Sie lernt, sich im Ausland zu bewegen, in Geschäften einzukaufen, Kreditkarten zu benutzen und sich in fremden Gesellschaften unauffällig zu verhalten. Gleichzeitig durchläuft sie ein weiteres militärisches Training. Nahkampf, Waffen, Sprengstoff, Tarnung. Die Ausbildung ist nicht nur körperlich fordernd, sondern vor allem psychologisch. Propaganda, Disziplin und Kontrolle prägen ihren Alltag. Individuelle Zweifel oder persönliche Bindung, etwa zur eigenen Familie, haben hier keinen Platz. Stattdessen wird ein klares Weltbild vermittelt. Der Staat hat immer Recht, der Feind ist klar definiert und der eigene Einsatz dient einem höheren Ziel. Am Ende dieser Ausbildung gilt Kim als einsatzbereit. Sie hat Prüfungen bestanden, ihre Loyalität bewiesen und Fähigkeiten entwickelt, die von einer Elite-Agentin erwartet werden. Im Jahr 1987 erhält sie dann schließlich ihren Auftrag. Die Anweisung, so wird sie später sagen, kommt direkt von Kim Jong-il, dem Sohn des Staatschefs Kim Il-sung, der bereits zu dieser Zeit für viele Geheimdienstoperationen des Staates verantwortlich ist. Kim soll gemeinsam mit einem weiteren Agenten eine Bombe in einem südkoreanischen Passagierflugzeug platzieren. Das Ziel: Angst erzeugen, Unsicherheit verbreiten und ein internationales Beben auslösen, das die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zieht. Für Kim selbst wird die Mission in einfachen Begriffen erklärt. Sie dient der Wiedervereinigung Koreas. Sie dient dem Staat. Und wenn sie erfolgreich ist, wird ihr ein normales Leben in Aussicht gestellt. Zurück bei ihrer Familie. Zu diesem Zeitpunkt stellt sie den Auftrag nicht in Frage. Sie ist bereit. Die Durchführung der Mission beginnt im November 1987. Kim Jong-hui reist gemeinsam mit ihrem Führungsoffizier Kim Song-il unter falscher Identität durch mehrere Länder. Sie geben sich als japanische Touristen aus, als Vater und Tochter mit dem Namen Shinichi und Mayumi Hachiya. Ihre Route führt sie von Pyongyang über Moskau nach Budapest, weiter durch Europa bis nach Belgrad und schließlich nach Bagdad. Diese lange Reise dient ebenfalls der Tarnung. Sie soll ihre Geschichte glaubwürdig machen und mögliche Spuren verwischen. In Bagdad erreicht die Mission ihre entscheidende Phase. Dort treffen sie auf nordkoreanische Kontaktpersonen, die ihnen den Sprengsatz übergeben. Die Bombe ist in einem Transistorradio versteckt, kombiniert mit einer Flüssigsprengladung, die als gewöhnliche Whiskyflasche getarnt ist. Alles wirkt unscheinbar, bewusst alltäglich. Doch schon hier zeigt sich, wie fragil der Plan ist. Bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen werden die Batterien des Radios entdeckt, die für den Sprengsatz unabdingbar sind. Eine Sicherheitsbeamtin will sie konfiszieren. Kim versucht ihr zu erklären, dass es sich um gewöhnliche Radiobatterien handele, die sie dringend benötige. Die Beamtin geht darauf jedoch nicht ein und schmeißt die Batterien schließlich in den Müll. Für einen Moment droht die gesamte Operation zu scheitern. Erst durch das Eingreifen ihres Begleiters Kim Song-il gelingt es, die Situation zu entschärfen und die Batterien doch noch zurückzubekommen. Kurz darauf kommt es zu einer weiteren Abweichung vom Plan. Der Zeitzünder der Radiobombe muss noch vor dem Abflug manuell ausgelöst werden. Eine Aufgabe, die eigentlich ihr Begleiter übernehmen sollte. Dieser scheitert jedoch bei der Auslösung des Zünders. In einem Waschraum übernimmt schließlich Kim die Aufgabe und stellt unter hohem Druck den Zeitzünder ein. Die Zeit ist dabei so gewählt, dass die Explosion erst nach dem ersten Zwischenstopp erfolgt, wenn die zwei Agenten die Maschine bereits wieder verlassen haben werden. Kurz darauf betreten sie Korean Air Flug 858. Während des Flugs verhalten sich Kim und ihr Begleiter unauffällig. Sie verstauen ihre gefährliche Fracht zwischen den Gepäckstücken in der Ablage über ihren Köpfen, sprechen miteinander wie ein Vater und seine Tochter, bewegen sich ruhig durch die Kabine und fügen sich in die Routine des Fluges ein. Die anderen Passagiere nehmen vermutlich keine Notiz von ihnen. Für sie ist es ein gewöhnlicher Linienflug. Circa 2 Stunden später erreicht die Maschine Abu Dhabi.
Dort verlassen Kim und ihr Begleiter planmäßig das Flugzeug, welches kurz darauf erneut startet. Die Maschine nimmt Kurs in Richtung Bangkok, der nächste Abschnitt auf dem Weg nach Seoul. An Bord befinden sich zu diesem Zeitpunkt noch 115 Menschen, die ihre Reise fortsetzen, ohne zu wissen, dass sich über ihnen eine aktivierte Bombe befindet. Die Zeit läuft. Und um 17:05 Uhr Ortszeit über der Andamanensee zerreißt plötzlich eine Explosion die Maschine in der Luft. Innerhalb von wenigen Sekunden bricht das Flugzeug auseinander und verschwindet vom Radar. Alle 115 Menschen an Bord sterben. 113 von ihnen sind südkoreanische Staatsbürger. Nach dem Anschlag herrscht zunächst völlige Verwirrung. Niemand weiß, was mit dem Flug 858 der Korean Air geschehen ist. Doch schon bald verdichten sich die Hinweise. Das Verschwinden der Maschine ist kein Unfall, sondern das Ergebnis eines gezielten Anschlags. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Täter das Flugzeug vermutlich bereits vor der Explosion verlassen haben. Die Spur der Verantwortlichen führt die Ermittler schließlich nach Bahrain. Dort geraten Kim Jong-hui und ihr Begleiter bei ihrer Weiterreise zunehmend ins Visier der Behörden. Ihre Reiseroute wirkt auffällig. Ihre Dokumente werfen Fragen auf. Schließlich werden sie am Flughafen von Bahrain vor ihrer Weiterreise nach Rom kontrolliert. Ein Moment, in dem die Situation endgültig kippt. Beide wissen, was jetzt folgt. Für diesen Fall sind sie vorbereitet worden. In ihren Zigaretten tragen sie Giftkapseln. Noch während der Kontrolle gibt Kim Song-il seiner Begleiterin das Signal. Er beißt auf die Kapsel und stirbt innerhalb weniger Augenblicke. Auch Kim versucht, das Gift zu nehmen. Doch bevor es wirken kann, greifen Beamte ein. Sie wird überwältigt, verliert das Bewusstsein, aber überlebt. Mit diesem Moment endet ihre Rolle als Agentin im Einsatz. Zum ersten Mal befindet sie sich außerhalb der Kontrolle Nordkoreas und vollständig in der Gewalt ausländischer Behörden. Zunächst wird sie in Bahrain festgehalten. Die Ermittler erkennen schnell, dass ihre Identität nicht stimmt. Ihre Pässe sind gefälscht, ihre Geschichte weist Widersprüche auf. Dennoch hält Kim zunächst an ihrer Legende fest. Sie gibt sich als chinesische Waise aus, spricht Japanisch und bleibt bei der eingeübten Rolle. Doch die Zweifel wachsen. Und als die Ermittler nicht weiterkommen, wird sie nach Seoul überstellt. Für Kim ist das ein Schock. Ihr ganzes Leben lang wurde ihr vermittelt, dass Südkorea ein verarmtes, unterdrücktes Land sei, kontrolliert von fremden Mächten. Nun betritt sie dieses Land zum ersten Mal, in der festen Erwartung, gefoltert und getötet zu werden. Aber die Realität ist eine andere. Sie wird intensiv verhört, doch gleichzeitig konfrontieren die Ermittler sie mit Bildern einer Welt, die nicht zu dem passt, was sie gelernt hat. Sie sieht eine moderne Stadt, erlebt eine offene Gesellschaft und begegnet Menschen, die nicht dem Feindbild entsprechen, das ihr eingetrichtert wurde. Langsam beginnt sich ihr Weltbild zu verändern und nach einigen Tagen bricht ihr Widerstand. Sie gibt zu, aus Nordkorea zu stammen und legt schließlich ein umfassendes Geständnis ab. Sie beschreibt die Ausbildung, die Planung und die Durchführung des Anschlags. Zum ersten Mal beginnt sie zu begreifen, was ihre Tat bedeutet. Der Fall wird vor Gericht verhandelt. Kim steht im Zentrum eines der aufsehenerregendsten Prozesse des Landes. Die Beweislage ist eindeutig. Für ihre Beteiligung am Anschlag wird sie im März 1989 zum Tode verurteilt. Doch das Urteil wird nicht vollstreckt. Der damalige Präsident Roh Ta-wo trifft eine politische Entscheidung. Er begnadigt Kim noch im selben Jahr und wandelt die Strafe in lebenslange Haft um. Seine Begründung? Nicht sie allein trage die Verantwortung, sondern das System, das sie geformt habe. Kim sei weniger Täterin aus eigenem Antrieb, als vielmehr ein Produkt eines Regimes, das Menschen gezielt für solche Taten ausbilde. Damit endet das Gerichtsverfahren. Und gleichzeitig beginnt für Kim ein neues Kapitel, das nicht mehr von Gehorsam, sondern von den Konsequenzen ihrer eigenen Tat geprägt ist.
Der Anschlag auf Korean Air Flug 858 bleibt nicht nur ein Verbrechen mit 115 Todesopfern. Er wird zu einem politischen Ereignis von internationaler Tragweite. Schon kurz nach dem Verschwinden der Maschine richtet sich der Verdacht auf Nordkorea. Nachdem Kim Jong-hui identifiziert wird und ein umfassendes Geständnis ablegt, schreiben Südkorea und zahlreiche andere Staaten den Anschlag offiziell dem nordkoreanischen Regime zu. Die Tat fällt in eine Phase höchster politischer Sensibilität, nur wenige Monate vor den Olympischen Spielen 1988 in Seoul, und verstärkt weltweit die Aufmerksamkeit auf die Spannung auf der koreanischen Halbinsel. Die Reaktionen sind deutlich. Regierungen verurteilen den Anschlag als Terrorakt. Die USA setzen Nordkorea auf die Liste der staatlichen Sponsoren des Terrorismus und sprechen von erdrückenden Beweisen für ihre Täterschaft. Der Fall wird von internationalen Gremien diskutiert und prägt das Bild Nordkoreas als unberechenbaren Akteur im Kalten Krieg. Auch innenpolitisch hat der Anschlag Folgen. In Südkorea verschärft sich die Stimmung gegenüber dem Norden, und das Ereignis fällt in eine Phase politischer Umbrüche und Wahlen. Der Anschlag wirkt damit nicht nur nach außen, sondern beeinflusst auch die innenpolitische Dynamik des Landes. Gleichzeitig entwickelt sich der Fall Kim Jong-hui zu mehr als nur einer juristischen Aufarbeitung. Nach ihrer Begnadigung wird sie zu einer zentralen Zeugin für die Arbeitsweise nordkoreanischer Geheimdienste. Ihre Aussagen liefern detaillierte Einblicke in Rekrutierung, Ausbildung und Durchführung solcher Operationen. Interviews und ihre spätere Autobiografie tragen dazu bei, ein Bild des Systems zu zeichnen, aus dem sie hervorgegangen ist. Doch genau diese Rolle führt auch zu Kritik und Zweifeln. Einige Beobachter stellen in Frage, ob ihre Aussagen vollständig freiwillig entstanden sind oder ob sie im Kontext politischer Interessen interpretiert wurden. Die Tatsache, dass sie als einzige Täterin überlebt und später öffentlich auftritt, wird von Kritikern als möglicher Hinweis auf eine Instrumentalisierung gesehen. Daraus entwickeln sich im Laufe der Zeit auch verschiedene alternative Deutungen, die den offiziellen Hergang oder sogar die Täterschaft Nordkoreas in Zweifel ziehen. In der wissenschaftlichen und sicherheitspolitischen Bewertung überwiegt jedoch eine andere Einschätzung. Die Mehrheit der Analysen geht davon aus, dass der Anschlag tatsächlich von nordkoreanischen Agenten durchgeführt wurde. Diese Einschätzung stützt sich nicht nur auf das Geständnis, sondern auch auf ergänzende Indizien wie Reisebewegungen, gefälschte Identitäten und die Einbettung in die damalige Strategie Nordkoreas. Für Kim selbst endet die Geschichte jedoch nicht mit ihrer Begnadigung. Nach ihrer Freilassung auf Bewährung im Jahr 1998 entscheidet sie sich, in Südkorea zu bleiben. Später heiratet sie einen ehemaligen südkoreanischen Agenten, der an ihrem Schutz beteiligt war, und gründet eine Familie. Gleichzeitig lebt sie bis heute unter strengen Sicherheitsmaßnahmen an einem geheimen Ort, aus Angst vor möglichen Repressalien aus Nordkorea. In Interviews beschreibt sie ihr Überleben als Verpflichtung. Als einzige direkte Zeugin sieht sie es als ihre Aufgabe, über den Anschlag zu sprechen und Verantwortung zu übernehmen. Zugleich geht sie davon aus, dass ihre Familie in Nordkorea schwerwiegende Konsequenzen getragen hat. Der Anschlag auf Flug 858 bleibt damit nicht nur ein grausamer Akt des Terrors, sondern ein Ereignis mit langfristigen politischen, gesellschaftlichen und persönlichen Folgen. Er zeigt, wie eng individuelle Handlungen, staatliche Strategien und internationale Wahrnehmung miteinander verknüpft sein können und wie lange die Auswirkungen eines solchen Moments nachwirken. Damit sind wir am Ende der heutigen Geschichte angekommen. Was denkt ihr über den Fall von Korean Air Flug 858? War Kim Jong-hui vor allem Täterin oder nur das Produkt eines totalitären Systems, das sie gezielt für diese Tat geformt hat? Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Und wenn euch nun interessiert, wie eine Frau eine der schlimmsten Terroranschläge in Jordanien ausgeführt hat, dann schaut euch gerne dieses Video hier an. Ansonsten danke ich euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal.